Wie Versteinerungen entstehen. Ein lizenzfreier Animationsfilm für den Unterricht. Die meisten Versteinerungen, die man heute finden kann, stammen aus der Jurazeit. Lasst uns einfach gemeinsam 160 Millionen Jahre in unsere Erdgeschichte zurückreisen. In eine Zeit, in der es noch keine Menschen gab und die Erde von Dinosauriern besiedelt war. Vor 160 Millionen Jahren sah unser Planet auch noch ziemlich anders aus. Der große Urkontinent Gondwana löste sich allmählich immer mehr auf. Die Erde hatte noch keine Polkappen und der Meeresspiegelstand war um einiges höher als heute. Das, was wir heute als Europa kennen, bestand nur aus einigen kleinen Inseln in einem tropischen Meer. Die Städte Nürnberg und München lagen damals zum Beispiel unter dem Meeresspiegel. Im flacheren, warmen Wasser zwischen den Inseln wuchsen mächtige Korallenriffe. Hier tummelten sich zum Beispiel die heute ausgestorbenen Belemniten, deren innenliegendes, versteinertes Skelett heute im Volksmund Donnerkeil genannt wird. Auch die Schalen von Ammoniten, die mit ihren runden Gehäusen ein wenig an eine Schnecke erinnern, gehören zu den häufigen Funden. Relativ selten dagegen findet man das Skelett eines versteinerten Ichthyosaurus. Dieser ca. 2 Meter lange Jäger ist kein Fisch, sondern ein Dinosaurier. Er hatte keine Kiemen und musste deshalb, wie unsere heutigen Delfine, regelmäßig zum Atmen auftauchen. Zu den häufiger auftretenden Fossilien gehören kleine und große Fische, die es in einer großen Artenvielfalt gab. Der große Braune, der gerade durchs Bild schwimmt, ist beispielsweise ein Raubfisch, der gerade nach Beute Ausschau hält. In so einem Riff herrscht ein ständiges Fressen und Gefressenwerden. Davor schützen sich die im flachen Wasser im Sand lebenden Pfeilschwanzkrebse mit ihrem dicken Rückenpanzer. Und schon flüchten sie vor uns. Habt ihr sie gesehen? Doch hier oben im flachen Wasser nahe der Riffkante droht noch eine ganz andere Gefahr. Wer hier nicht aufpasst, kann ganz schnell von einer Welle erfasst und über die Riffkante hinweg in eins der Becken dahinter gespült werden. Hier gab es durch das vorgelagerte Riff nur sehr wenig Wasseraustausch mit der offenen See. Zudem herrschte in den Becken hinter dem Riff durch die hohen Umgebungstemperaturen eine starke Verdunstung, was dazu führte, dass das Wasser in diesen Becken immer salziger und lebensfeindlicher wurde. Das total übersalzene Wasser sammelte sich am Grunde der Becken in einer Schicht. Fische und Krebse hatten hier keine Überlebenschance und noch nicht mal Bakterien fühlten sich hier wohl. Über die Riffkante eingeschwemmte Lebewesen hatten in den oberen Wasserschichten noch eine gewisse Überlebenschance. Bei tropischen Stürmen wurde das Wasser in diesen Lagunen jedoch aufgewirbelt, was zu einer Vermischung der Wasserschichten führte und mit einem Massensterben endete. Aber nicht nur Meeresbewohner konnten in diesem Becken landen. Immer wieder stoßen Wissenschaftler bei ihren Ausgrabungen auf die Versteinerung von Tieren, die auf den Inseln lebten. Diese kleine Echse hier floh beim letzten Unwetter auf den falschen Baum. Jetzt treibt sie auf einem Aststummel ihrem ungewissen Schicksal entgegen. Versteinerungen dieser Tiere gehören zu den eher seltenen Funden. Trotz es noch so gut wie keine blühenden Pflanzen gab, lebten auf diesen Inseln einige Insektenarten, wie zum Beispiel diese Heuschrecke. Oh, jetzt haben wir sie erschreckt und sie ist davongehüpft und landet im Wasser. Das Flüsschen wird sie hinaus ins Meer tragen, dort wird sie absinken und vielleicht versteinern. Auch dieses Blatt eines Riesenfarnbaums könnte die Jahrmillionen bis zu unserer Zeit so überdauern. In den Plattenkalken von Solnhofen stoßen die Wissenschaftler auch immer wieder auf die Versteinerung sehr großer Libellen, die so gut konserviert waren, dass man sogar das Muster in den Flügeln erkennen konnte. Und sogar die kompletten Skelette von kleinen Flugsauriern gehören mit zu den Funden. Diese circa möwengroßen Tiere glitten auf ihren dünnen Flughäuten als grazile Jäger über den Himmel der Inseln. Jetzt, wo sich langsam draußen über dem Meer ein Gewitter zusammenbraut, sollten sich die Tiere jedoch lieber in Sicherheit bringen, bevor eines abstürzt und in der Lagune vor der Küste landet. Unsere kleine Echse draußen vor der Küste kämpft derweil immer noch gegen die Elemente. Bei diesem Seegang hat sie aber keine Chance. Sie fällt ins Wasser und ertrinkt. Langsam sinkt sie hinab in eins der Becken von Solnhofen. Wir haben ja vorhin schon gelernt, dass am Grunde dieser Becken eine Schicht aus sauerstoffarmem, übersalzenem Wasser ist.
Dorthin können Aasfresser nicht vordringen, um unsere kleine Echse anzuknabbern. Zudem versinkt sie noch ein ganzes Stück weit in einer breiigen Schicht aus Kalkschlamm. Sicher eingebettet liegt sie da zusammen mit all den anderen Lebewesen, die der Sturm hierher geschwemmt hat. Durch das lebensfeindliche Milieu laufen Zersetzungsprozesse hier unten viel langsamer ab. Deshalb findet man in der Gegend um Solnhofen immer wieder Versteinerungen, die perfekt erhalten sind. Im Laufe der Zeit lagerte sich mehr Kalkschlamm auf unsere Echse an und bedeckte sie komplett. Und beim nächsten schweren Tropenregen wurde vom Land her noch eine Schicht Ton eingeschwemmt, die sich darüber legte. Durch diese feinen Tonschichten lässt sich der Stein aus Solnhofen heute herrlich in dünne Platten spalten. Über einen Zeitraum von ca. 250.000 Jahren wiederholte sich dieser Vorgang immer wieder. Über 600 Tierarten wurden so in die Lagunen geschwemmt und dann Schicht um Schicht mit Kalk bedeckt. Gegen Ende des Jurazeitalters hatten sich dann schließlich viele der kleinen Inseln zu einer großen Landmasse aus dem Meer erhoben. Damit war die Aktivität der Solnhofener Lagunen beendet. Bis zu 60 Meter hoch stapelt sich hier der Kalk und erzeugt einen enormen Druck auf die Schichten darunter. Dadurch verwandelte sich der feine Kalkschlamm und alle darin eingeschlossenen Lebewesen im Laufe der nächsten Jahrmillionen langsam zu Stein. In der Gegend um Solnhofen gibt es Dutzende Steinbrüche, wo dieses Material heute abgebaut wird. Und dabei treten all die Tiere, die damals in den Lagunen landeten, wieder zutage. Und auch unsere kleine Echse ist mit dabei.